Kennst du das? Du gehst nur mal schnell in den Laden für eine Packung Milch und kommst mit 10 Sachen raus, die alle im Angebot waren. Oder du gönnst dir jeden Tag einen Coffee to go, denkst, ach, sind ja nur ein paar Euro. Und am Monatsende kommt die große Frage, wo ist eigentlich mein ganzes Geld hin? Das Verrückte ist, meistens sind es nicht die großen Anschaffungen, die uns ruinieren, sondern die kleinen Denkfehler im Alltag, die uns unbemerkt das Konto leerziehen. Und genau die schauen wir uns jetzt an. Versprochen? Du wirst dich an mindestens einer Stelle ertappt fühlen. Ich gönn mir doch nur was Kleines. 5 € hier für den Coffee to go, 3 € dafür den Snack, ein Abo für 9,99 €, das du nicht mal nutzt. Klingt alles harmlos, aber addier das mal auf einen Monat. Zack, plötzlich sind's hunderte Euro. Stell dir vor, du würdest jeden Kaffee als Münze in einen Rucksack packen. Am Monatsende schleppst du einen ganzen Sack mit dir rum. Schwer, oder? Kleine Beträge addieren sich zu großen Summen. Nicht der Ferrari killt dein Konto, sondern der Cappuccino. Rabatt ist gleich Ersparnis. 50% gespart. Klingt nach Gewinn. Aber in Wahrheit hast du 50% ausgegeben, die du ohne Rabatt vielleicht gar nicht ausgegeben hättest. Trick? Rechne nie in Prozent, sondern immer in Euro. Frag nicht, wie viel spare ich, sondern wie viel gebe ich gerade wirklich aus. Rabatt macht dich nicht reicher, nur Bargeld tut das. Mengenrabatt lohnt sich immer. Kauf 2, nimm 3. Klingt schlau, bis du 3 XXL-Packungen Chips im Schrank hast, die irgendwann alt werden. Spare nur bei Dingen, die du sowieso gekauft hättest. Alles andere ist rausgeschmissenes Geld oder vergammelte XXL-Packungen im Schrank. Was du nicht brauchst, ist auch gratis zu teuer. Ich hab ja noch Zeit. Altersvorsorge, Zinseszins. Klingt alles nach Zukunftsmusik. Aber die Wahrheit ist, je später du anfängst, desto teurer wird's. 1 € mit 20 investiert arbeitet härter als 5 € mit 40. Früh anfangen bedeutet, dass dein Geld die Arbeit für dich macht. Wer später anfängt, zahlt drauf und bekommt weniger raus. Nur das Beste ist gut genug. Neuestes Handy, Markenklamotten, Auto als Statussymbol, weil ich's mir wert bin. Klar, und dein Konto weint. Aber mal ehrlich, für wen kaufst du das eigentlich? Für dich oder für den Applaus anderer? Die ehrliche Frage lautet, macht mich das langfristig glücklicher oder nur kurz stolz? Marken beeindrucken, aber sie zahlen keine Rechnung. Das Geld ist ja schon weg. Fitnessstudio seit Monaten ungenutzt, Streaming-Abo, Online-Kurs, aber ich habe doch schon gezahlt. Und genau das ist die Denke, die dich weiter zahlen lässt, obwohl es keinen Sinn mehr ergibt. Vergangenheit ist Vergangenheit. Egal, was schon weg ist, entscheidend ist, was du ab jetzt behältst. Hör auf, für gestern zu zahlen. Dein Heute braucht das Geld dringender. Billig kaufen spart Geld. 3-mal den 20-€ Schuh kaufen, weil er ständig kaputt geht, ist teurer als einmal 60 € für Qualität. Rechne nicht nur den Preis, rechne die Lebensdauer. Das T-Shirt für 5 € zerfällt nach 3 Wäschen, das für 30 € begleitet dich jahrelang. Am Ende gewinnt fast immer Qualität und dein Konto gleich mit. Ich verdiene ja bald mehr. Die Gehaltserhöhung kommt schon, also gönn ich mir das Sofa jetzt. Falsch gedacht. Zukunftseinkommen ist Luftgeld. Du kannst es nicht ausgeben, bevor es auf dem Konto ist. Plane mit dem, was du wirklich hast, nicht mit dem, was du hoffst. Der Kassierer nimmt keine Versprechen, nur echtes Geld. Alles oder nichts. Wenn ich nicht gleich 500 € sparen kann, lohnt sich das eh nicht. Und zack, macht man gar nichts. Wahrheit. Auch kleine Beträge summieren sich. 50 € im Monat sind in 10 Jahren 6.000 €. Ganz ohne Zinsen. Schon 1 € gespart ist besser als gar nichts zu tun. Später ist billiger. Ich warte noch. Vielleicht wird's günstiger. Meistens steigt der Preis oder du kaufst das nächste Modell, das sogar teurer ist. Besser? Entscheide, was dir der Nutzen jetzt wert ist. Zeit ist oft teurer als Geld. Ich hab's mir verdient. Stressiger Tag, lange Woche. Und jetzt erst mal shoppen. Tut kurz gut, aber am Ende bleibt nur das Loch im Konto. Belohnung muss nicht teuer sein. Gönn dir etwas, das dich nicht morgen ärmer macht. Ein Spaziergang, ein heißes Bad, eine Stunde Ruhe.
Genießen darfst du, aber bitte ohne dein Konto zu ruinieren. Aber es war im Angebot. Du gehst in den Laden, willst Zahnpasta und kommst mit einem Toaster zurück. Aber er war 30% reduziert. Ja, aber stand der Toaster auf deiner Liste? Angebote sind dazu da, dich zu locken. Mach dir eine Liste und kauf nur, was draufsteht. Ein Schnäppchen, das du nicht brauchst, ist ein Verlust. Extra auf Pump leben. Bevor wir zum Schluss kommen, noch ein kurzer, aber wichtiger Punkt. Vor allem für alle, die gerade erst ins Erwachsenenleben starten. Viele denken, Ratenzahlung oder Kredit sei harmlos. Ach, ich zahle das Handy einfach in kleinen Raten ab, das merkt man doch kaum. Aber Achtung! Bei jedem Kredit zahlst du nicht nur das Handy oder den Fernseher, du zahlst zusätzlich Zinsen. Heißt, das Ding, das eigentlich 800 € kostet, kann dich am Ende locker 1000 € oder mehr kosten. Und das nur, weil du es sofort haben wolltest. Auf Pump kaufen fühlt sich leicht an, bis du merkst, du schleppst die Schulden länger mit dir rum, als du das Produkt überhaupt nutzt. Denn jedes neue Abo, jeder neue Ratenkauf macht den Rucksack schwerer, den du durchs Leben trägst. Merksatz für dich. Geld von morgen heute schon auszugeben, heißt nichts anderes, als morgen für gestern zu arbeiten. Fazit. Und wenn du ehrlich hinschaust, merkst du, die größten Geldfresser sind selten die Banken oder die großen Rechnungen. Es sind diese kleinen, unsichtbaren Fallen im Kopf. Ein Coffee to go hier, ein Rabatt dort, ein Abo, das weiterläuft, obwohl du es längst vergessen hast. Und genau deshalb lohnt es sich, freundlich, aber klar mit sich selbst zu sein. Nicht streng, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern eher wie ein guter Freund, der dich fragt, brauche ich das wirklich? Oder will mein Gehirn mir nur gerade einen Streich spielen? Weißt du, Geld ist im Grunde nichts anderes als Energie. Du tauschst deine Zeit, deine Arbeit, deine Nerven dafür ein. Und wenn du es dann unbewusst für Denkfehler raushaust, verlierst du doppelt dein Geld und deine Freiheit. Die gute Nachricht, das muss nicht so bleiben. Du kannst lernen, diese Fallen zu erkennen, mit Achtsamkeit, mit ein bisschen Humor und mit dem Mut, dir selbst ehrlich auf die Schliche zu kommen. Und plötzlich passiert etwas Spannendes. Am Monatsende bleibt nicht nur mehr Geld übrig, sondern auch mehr Ruhe, mehr Luft zum Atmen, mehr Freiheit für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Denn es geht nicht darum, jeden Cent auszuquetschen, sondern die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weniger Denkfehler, mehr Klarheit und du wirst merken, das fühlt sich reicher an, als jeder Rabatt es je könnte. Wenn ihr tiefer einsteigen wollt, in der Videobeschreibung habe ich euch ein paar spannende Buchempfehlungen verlinkt. Vielleicht ist da genau das Richtige für euch dabei. Und jetzt bin ich neugierig, hat jemand von euch nach dem Video schon ein Abo gekündigt oder sich den Coffee to go gespart? Schreibt's gerne in die Kommentare, ich freue mich drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video.